Doublemeister. Doublemeister. Ja, das ist unser Traum schon seit vielen Jahren, dass wir es gemeinsam schaffen. Borussia Dortmund ist nicht nur auf dem grünen Rasen eine Macht. Die Handballdamen zählen zur nationalen Spitze, waren 2021 deutscher Meister. Und die Tischtennisherren sind in die erste Bundesliga aufgestiegen. Wieder mal aufgestiegen, mittlerweile in die Westfalenliga, sind auch unsere Fußballfrauen. Was aber kaum einer weiß: Auch im Torball zählt der BVB sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen zur deutschen Spitze. BVB! Torball ist ein Sport für Blinde und Sehbehinderte. Für völlige Chancengleichheit tragen alle undurchsichtige Brillen. 3 gegen 3 auf 7 Meter breite Tore, 2 mal 5 Minuten. Der Ball muss unter Seilen hindurchgerollt werden, die in 40 Zentimetern Höhe angebracht sind. Berührt der Ball eine Leine, muss der Werfer das Feld für einen Wurf des Gegners verlassen. Nach 3 solchen Fehlern innerhalb eines Teams gibt es einen Penalty, bei dem nur ein Spieler das Tor verteidigen darf. Die ballbesitzende Mannschaft muss innerhalb von 8 Sekunden werfen. Und erst wenn der Ball die Hand des Werfers verlassen hat, dürfen die Verteidiger neben Händen, Knien und Füßen auch alle anderen Körperteile auf den Boden bringen. Im Ball ist ein Glöckchen. Die Ohren ersetzen die Augen. Wie schwierig das ist, testen unsere Fußballfrauen. Gina Brandner, Jasmin Stromberg und Michelle Hölter schauen beim Training der Torballer vorbei und lassen es sich nicht nehmen, das Ganze selbst mal auszuprobieren. Ich habe auch nichts gesehen. Wo bist du? Oh mein Gott. Ja, ich verstehe dich nicht. Okay, dann. Ich habe jetzt gar keine Orientierung mehr. Oh. Michi, geh nach unten. Hier. 3 Teppiche und die Linien auf dem Hallenboden dienen der Orientierung. Liegt ihr schon auf dem Boden? Ja. Mädels, ein Tipp, klopft vor euch, dann hört ihr so ein bisschen, wo die andere sitzt. So mit den Handknöcheln. Oder so. Genau. Für beide Seiten war das Kennenlernen eine tolle Erfahrung. Wenn ihr keine Lust mehr auf Fußball habt, ne? Mädels, super. Ja, also es hat super viel Spaß gemacht. Jetzt in der zweiten Runde fand ich es auch echt cool, mit den Spielerinnen zu spielen, die das hier wöchentlich machen oder wöchentlich trainieren. Und da die Erfahrung mal mitzubekommen, hat super viel Spaß gemacht. Ja, finde ich auch eine total super Erfahrung, auch blind zu spielen. Es war total neu. Wo ist der Ball? Wohin muss ich werfen? Und wo ist unser eigenes Tor? Wie müssen wir verteidigen? Sind wir nah genug dran, um zu verteidigen? Das war schon schwierig, aber nachher hat es ein bisschen besser geklappt. Ja, also dadurch, dass man nicht sehen kann, was total anders ist auf einmal, muss man sich natürlich absprechen durch dieses Klopfen. Man muss sich auf das Hören fokussieren, dass man wirklich die Geräusche wahrnimmt. Und untereinander auf dem Fußballfeld pushen wir uns, wir müssen miteinander sprechen. Und hier geht's nicht, weil man muss den Ball hören. Ne? Ja. Also deswegen, das ist schon ganz ungewohnt gewesen. Da schalten zu müssen und dann wirklich auch den Ball abzuwehren, so schnell zu werfen, wirklich Riesenrespekt. 7 Männerteams spielen um die deutsche Meisterschaft. An 2 Spieltagen spielt jeweils jeder gegen jeden. Nach dem ersten Spieltag im Oktober 2023 liegen die BVB-Torballer noch aussichtsreich im Rennen. Im Frühjahr 2024 wird der zweite und finale Spieltag in Dortmund ausgetragen. Dort spielen dann auch 4 Frauenteams in einer Doppelrunde ihre Titelträger aus. In eigener Halle soll nun also der große Coup gelingen. Doublemeister. Doublemeister. Ja, das ist unser Traum schon seit vielen Jahren, dass wir es gemeinsam schaffen. Die Frauen waren 2022 deutscher Meister.
Die Herren 2023, sie gehen in diesem Jahr also als Titelverteidiger in die Endrunde. Also unser Ziel ist es auf jeden Fall, alles mitzunehmen, was geht und nach Möglichkeit tatsächlich aus eigener Kraft zu schaffen, deutscher Meister zu werden. Dafür müssten wir auf der Rückrunde jedes Spiel gewinnen, noch die 2 Punkte Rückstand aus der Vorrunde aufzuholen. Daher ja, auf jeden Fall Vorfreude, aber eben auch Spannung. Aufgeregt bin ich immer. Ohne Aufregung macht das Ganze keinen Spaß, finde ich. Ja, das Ziel ist es natürlich, wieder Meister zu werden. Ja, aber so, dass jede von uns Spaß hat und ja, dann sehen wir, was am Ende dabei rumkommt. Dann ist es soweit. Die Rückrunde und damit der Finaltag ist gekommen. Liebe Freunde, liebe Freunde, nun ist es soweit. Ich wünsche allen Mannschaften vor allem viel Spaß und Freude, viel Erfolg und die besten möglichen. Danke. Unter Niederbach? Sehr gut. Wen haben wir denn noch? Oh, Landshut. Landshut, seid ihr da? Schön. Augsburg. Auch da, wunderbar. Im Auftaktspiel gegen Titelverteidiger München läuft es für die BVB-Damen gar nicht gut. Spielertrainer Hassan Çalhikalp nimmt früh eine Auszeit. Wir müssen aggressiver gegen den Ball arbeiten. Ja. Bei den letzten beiden Toren, die wir kassiert haben, beide, Conny und du, die jeweils im Rücken lagen. Hallo? Konzentration. Ja. Da können wir nach vorne machen, was wir wollen, wenn wir diese scheiß Bälle nicht halten. Also, ja. Kämpfen, auch in der Abwehr. Ja. Da gewinnt man das Spiel. Auch nach dem Wechsel tun sich die Borussinnen schwer. Hassan gibt in einer Auszeit letzte Tipps. Elif, 1-1 und 1-3. Okay? Den Ball ziehen wir rein. Das fruchtet zwar, am Ende aber verliert der BVB mit 3:6. Dann treffen die Männer in ihrem ersten Spiel auf Augsburg. Halbzeitstand ist 2:0 für Dortmund. – 3:1, die Männer sind gut aus den Startlöchern gekommen. Die Mission Titelverteidigung nimmt Formen an. Auch bei den Damen geht es anschließend bergauf. Es folgen 3 Siege gegen St. Pauli, den SV Hoffeld und im zweiten Spiel gegen München. Zusätzliche Unterstützung gibt es dabei von den Bänken. Erneut sind 3 BVB-Fußballerinnen als Zuschauerinnen gekommen. Krasse Erfahrung auf jeden Fall. Respekt, was die auf die Beine stellen. Ja, die Bälle fliegen da ins Tor. Das ist auf jeden Fall krass anzusehen, mit was für Speed die Bälle da gespielt werden. Es ist schade, dass sie nicht gewonnen haben, aber ja, war auf jeden Fall trotzdem schön anzusehen. Und ja, vielleicht holen sie ja noch die Vizemeisterschaft. Angefeuert wird aber eher im Stillen, denn Geräusche sind für die Aktiven irritierend. Ja! Ja! Landshut! 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 Jetzt ist aber gut. Im zweiten Spiel gegen St. Pauli folgt eine 1:3 Niederlage und zum Abschluss gibt es noch ein 4:4 gegen Hoffeld.
Am Ende werden die BVB-Damen tatsächlich Vizemeister. Wir sind schon enttäuscht. Wir konnten leider unser Ziel nicht erreichen und konnten leider nicht zeigen, was wir eigentlich im Training aufgebaut haben. Also die Mannschaft ist schon traurig. Bei den Männern sieht es nach weiteren Siegen gegen Langenhagen und Unterliederbach gut aus. Ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall mit der Mannschaft. Wir sind immer schön ruhig geblieben, haben gut zusammengespielt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass wir uns nicht zu sicher fühlen und dass wir dementsprechend gut weiterspielen, uns gut gegenseitig weiter vertrauen und immer schön raus wieder weiterhin aus der Abwehr. Dass wir uns erst auf die Abwehr konzentrieren und dann weiter nach vorne arbeiten. Und wenn uns das weiterhin gelingt, so wie es bis jetzt gelingt, dann bin ich tatsächlich sehr optimistisch, dass wir uns die Schale holen. Wir wollen uns belohnen. Genau. Ja. BVB Bundesliga! Doch dann will gegen Landshut gar nichts klappen. Das war scheiße. Nur mit einem Sieg über München im nächsten Spiel kann der Traum vom Titelgewinn am Leben erhalten werden. BVB! Jetzt der Strafwurf gegen Dortmund. Mit Kraft ist gut, aber wir haben nicht, die Bälle haben nicht diesen Effet wie in den ersten 3 Spielen. Am Ende steht es 3:7. Aus der Titelverteidigung wird leider nichts. Immerhin gelingt mit einem 4:0 gegen Magdeburg noch ein versöhnlicher Abschluss. Aber auch die Männer beenden das Turnier als Vizemeister. Ja, wir haben halt gegen Landshut und München das Problem gehabt, dass wir in beiden Spielen leider auch unnötig sehr schnell 2:0 in Rückstand waren. Und dann wird es immer schwer. Das sind 2 sehr starke Mannschaften. Wenn du denen hinterherläufst, dann mauern die, rühren Beton an und dann ist da nicht mehr viel zu holen. Wir haben letztes Jahr die Liga dominiert und haben zu Recht den Titel gewonnen. Und dieses Jahr muss ich sagen, wir haben einige gute Spiele gezeigt. Wir haben 2 Halbzeiten gehabt, jeweils gegen 2 Gegner, wo wir zu früh in Rückstand geraten sind. Und das kann ich mir nicht anders erklären, als dass der Kopf nicht mitgespielt hat. Und da müssen wir schauen, ob wir im mentalen Bereich dann noch nachjustieren müssen. Aber da werden wir sehr detailliert ins Gericht gehen und schauen, wie wir da gemeinsam dann ansetzen, um da noch eine Schippe draufzulegen. Damit im kommenden Jahr nicht noch einmal andere den Titel bejubeln dürfen.